Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. Heute zeige ich euch mein Lieblingsrezept für Enchiladas. Hierfür benötige ich 1 Kilo Hähnchenfleisch. Das ist ein Part, den müsst ihr nicht machen, den mache ich nur sehr gerne. Ich schneide die ganzen blutigen Stellen raus oder auch Stellen, wo ich merke, okay, da ist viel Fett. Das schneide ich dann raus, damit das nicht mit reinkommt. Müsst ihr nicht machen, beim Kochen wird das Ganze sowieso nicht mehr sichtbar sein. Anschließend packe ich eine Dose gehackte Tomaten mit rein und auch eine Packung passierte Tomaten. Natürlich würze ich das Ganze dann auch. Dazu verwende ich edelsüße Paprika und davon dann 4 bis 5 Esslöffel. Dann Chili-Pulver und davon so circa 2 bis 3 Esslöffel. Und ein wenig Pfeffer. Natürlich kommt auch noch Salz oben drauf und das ist optional. Ich habe hier frischen Knoblauch reingepackt. Ihr könnt Knoblauchpulver verwenden. Das tue ich die meiste Zeit auch. In dem Fall hatte ich nur keins mehr da. Ich siebe meine Hühnerbrühe immer gerne vorher durch. Das tue ich in dem Fall auch. Und ich mische die Brühe vorher nicht an. Ich packe sie meistens einfach so rein und gieße das Ganze dann anschließend mit Wasser ab. Ich gieße meistens so viel Wasser rein, dass die Hähnchenteile einigermaßen bedeckt sind. Dann rührt ihr das Ganze um, damit sich die Gewürze alle schön vermischen. Und dann kommt das Ganze in den Backofen bei 190 Grad für circa eine Stunde. Wenn ihr die Zeit nicht habt, könnt ihr das Ganze für eine halbe Stunde drin lassen. Wenn das Fleisch dann durch ist, riecht eure Küche absolut lecker. Und ihr müsst euch wahrscheinlich auch genauso wie ich zurückhalten, um das Ganze nicht aufzuessen. Ihr müsst das Ganze aber jetzt zerkleinern. Das heißt, ihr packt die Stückchen raus aus der ganzen Soße und zerkleinert die. Entweder mit der Gabel, so wie ich es hier mache, oder ihr macht es mit einer Maschine. Ich tue gern auch noch was von der Soße mit ins Fleisch rein. So wird das Fleisch einfach noch ein bisschen saftiger. Hier rühre ich die eigentliche Enchilada-Soße an. Dafür verwende ich 4 Esslöffel Öl und dann packe ich noch 3 Esslöffel Mehl hinzu. Und das Mehl packe ich rein, bevor das Öl erhitzt. Dann stelle ich das Ganze vom Herd. Ihr könnt es auch auf dem Herd lassen, aber sorgt dafür, dass ihr auf geringster Stufe seid und packt Gewürze mit rein. Und hier benutze ich meistens das Augenmaß. Nimmt ungefähr 3 Esslöffel Edelsüß, 2 Esslöffel Chili-Pulver, ein wenig Pfeffer, natürlich auch Salz und ihr könnt auch noch einen Schuss Knoblauchpulver mit reinpacken. Das Ganze verrührt ihr dann, damit es eine Masse ergibt. Und hier mache ich dasselbe wieder mit der Brühe wie im Vorfeld auch. Ich siebe sie vorher durch. Das ist ein Schritt, den müsst ihr nicht machen. Ihr könnt auch gerne die Hühnerbrühe vorher anrühren. Ich mache es mir einfach nur einfacher. Dann packe ich nach und nach immer mal wieder Wasser hinzu und rühre das Ganze um. Das Geheimnis hierbei ist eigentlich immer nur das Umrühren, bis es dann irgendwann eine soßige Konsistenz hat und nicht mehr ganz so klumpig ist. Die Klumpen bleiben bei mir nicht ganz aus, ich habe da immer noch ein bisschen was drin. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. Let's let go, don't wanna know.
Hier benutze ich ein Backblech, das ich vorher mit Backpapier ausgelegt habe. Sorgt dafür, dass das Backblech in euren Backofen passt. Hier habe ich Tortilla Wraps und ich habe 2 verschiedene Sorten gekauft. Das ist aber, ja, Geschmackssache. Nehmt, was ihr gerade da habt. Ich finde, es sieht auf dem Backblech einfach hübscher aus. Wobei man sagen muss, nachher merkt man es auch nicht mehr, weil da so viel Käse und Soße drüber ist, dass es keinen Unterschied macht. Hier ist dann das Fleisch und unsere gerade zubereitete Soße. Dann braucht ihr natürlich Käse. Ich habe geriebenen Käse verwendet, den von Lidl. Hier in dem Fall Gouda und Emmentaler. Ihr könnt verwenden, was auch immer ihr mögt. Ich habe nachher nochmal Gouda gerieben, da das Ganze nicht ausgereicht hat. Ich packe gerne ein paar Kleckse Soße aufs Backpapier. Dann verreibe ich das Ganze, sodass es eine ganz, ganz leichte Schicht an Soße gibt. Das macht die Wraps, wie ich finde, einfach von unten fluffiger und einfach viel saftiger. Ihr könnt diesen Schritt natürlich auslassen, wenn ihr es nicht so gerne mögt. Anschließend bedecke ich dann die Tortilla Wraps mit der Soße. Lasst am Rand am besten ein bisschen Platz, so wird das Ganze nicht schmieren, wenn ihr das Ganze dann zusammenrollen müsst. In die Mitte kommt nun der Käse und ich mache es so, dass ich erstmal eine Sorte Käse verwende, dann packe ich das Fleisch oben drauf und dann verwende ich die andere Sorte des Käses. Das ist aber reine Geschmackssache, ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Ihr könnt im Vorfeld auch schon den Käse miteinander vermischen und dann immer nur von einer Seite den Käse nehmen. Dann klappe ich die rechte und die linke Seite zu und dann wird von unten nach oben zusammengerollt. Hier seht ihr das Ganze von der anderen Seite auch nochmal und hier mache ich dasselbe. So sieht es dann fertig gerollt aus. Da nehme ich dann gerne die restliche Soße und packe sie oben auf die Tortilla Wraps drauf. Da könnt ihr ruhig die ganze Soße verwenden, die ihr noch habt. Dann nehme ich üblichen Schmand und packe den oben drauf. Das Ganze kommt dann bei 200 Grad Umluft in den Backofen für ca. 20 Minuten. Dann holt ihr das Blech raus, packt ein bisschen Käse oben drüber. Das ist reine Geschmackssache, müsst ihr nicht unbedingt machen. Ich mache es nur auf einen Teil der Enchiladas drauf. Das Ganze kommt dann für weitere 10 Minuten in den Backofen. Und das ist dann das fertige Resultat. Sie sind wirklich super lecker und schnell gemacht sind sie auch. Ich bin gespannt, ob ihr es ausprobiert. Sagt mir gerne Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.